Hallo, hier ist Anne Pross von Anne Pross Kunst. Heute erstelle ich eine Tintenzeichnung mit einer Rohrfeder. Dazu habe ich blaue Tinte genommen und zeichne mir jetzt ein Blumenmotiv auf. Die Tintenfeder muss ich immer wieder eintauchen in die Tinte. Die Rohrfeder kennt ihr vielleicht aus eurer Schulzeit. Es ist einfach ein Rohrstück, das entsprechend als Feder abgeschrägt wurde, vorne um Tinte aufzunehmen. Ich zeichne die Blüten grob von den Umrissen her vor. Dabei einfach ganz locker vorgehen. Diese Tintenzeichnung könnt ihr dann später zum Aquarellieren benutzen. Das heißt, wenn ihr Wasser hinzufügt zu eurem Pinsel und fahrt über diese Zeichnung drüber, dann löst sich die Tinte wieder an und ja, wirkt wie ein Aquarell. Das müsst ihr dann gezielt einsetzen, damit die Zeichnung als solche dann nicht insgesamt verwischt. So, das ist jetzt ganz grob das Motiv. Jetzt male ich noch Blütenblätter. Und Blumenblätter. Ich nehme mir meine Aquarellpinsel, habe ein Wasserglas mir hingestellt und wie ihr seht, wenn ich da mit reinem Wasser zeichne, löst sich dann diese Tinte wieder an und ich kann die spielerisch mit in das Bild integrieren. Jetzt habe ich meine ganz normalen Aquarellfarben dazu genommen und werde jetzt mit dem Aquarellieren beginnen. Bei der Farbgebung müsst ihr natürlich beachten, wie sich dann das Blau der Tinte zusammen mit dem
mit den Aquarellfarben verhält und mischt. Also immer nur wenig von diesem Blau dazu nehmen, denn sonst wird die Zeichnung mehr blau als bunt. Mit dem Grün aquarelliere ich die Blätter der Blumen, löse auch das Blau mit an. Also mir gefällt immer diese Kombination von der blauen Tinte im Zusammenhang dann mit den Aquarellfarben, weil das hat irgendwas Expressionistisches. Ihr könnt auch immer wieder Farbe in die Blütenblätter mit einfließen lassen, der unterschiedlichsten Art. Ich habe mir hier vorgestellt, es handelt sich um ein Wasserglas für diese Blumen, also ein durchsichtiges Glas. Mit einem dünnen Pinsel betone ich dann noch Schattenstellen innerhalb der Blütenblätter. Bringe auch noch ein dunkleres Rot in den Blütenblättern auf. Mit dem etwas dickeren Pinsel löse ich jetzt dieses Blau an und gestalte damit diese Blumenvase, dieses Glasgefäß. Und dieses Blau der Tinte könnt ihr dann verstreichen
wenn das verstrichen wird, dann sieht es ja auch aus, als könnte man eben durch dieses Glasgefäß hindurchschauen. Ich male auch den Untergrund, diesen Tisch in Blau. Nehme mir immer ein bisschen Blau von der Tinte dazu. Betone noch etwas den Schatten des Gefäßes. Jetzt kommt der obere Teil des Hintergrundes und da müsst ihr ganz vorsichtig vorgehen. Wie gesagt, um nicht die Konturen dann aufzulösen. Es gibt ein ganz leichtes Blau, ein kaum merkliches Blau für den Hintergrund. Dann noch etwas Gelb hinzufügen, weil das eben auch in den Blüten vorkommt. Und das Gelb setze ich auch unten an auf dieser Tischfläche. Und immer vorsichtig sein, wenn ihr in die Nähe der Blüten kommt, damit die also möglichst unberührt bleiben. Das war jetzt ein kleines bisschen zu viel von dem Gelb, aber das nehmt ihr einfach mit dem Papiertuch und mit etwas Wasser wieder weg. Mit dem kleineren Pinsel und Farbe bringe ich ein paar Spritzer auf, um alles aufzulockern.
Ich sprühe ein bisschen Wasser dazu, damit sich das besser verteilt, weil es unten schon vermutlich zu trocken war. Das gleiche mache ich jetzt mit einer blauen Farbe. Ebenfalls ein paar lockere Spritzer aufbringen, oben und unten. Ich löse jetzt noch diese sehr harte Kontur dieses angedachten Tisches auf, indem ich da etwas Wasser hinzufüge und eine wässrige Linie erzeuge, die nicht so hart aussieht. Ich danke euch fürs Zuschauen.